Mahlzeit, willkommen beim Ride Video Magazin und einem neuen Coaster Review, und diesmal geht es um White Lightning im Fun Spot America direkt in Orlando, Florida. Ja, und White Lightning ist ein Hybrid-Coaster von GCI, Great Coasters International, und also klar, Great Coasters International, GCI, dürften den meisten Leuten von euch ein Begriff sein, zum Beispiel Wodan im Europapark oder Troy im Toverland, sowie Joris in der Draak in Efteling, sind, glaube ich, so hier in den Breitengraden die bekanntesten Vertreter dieses Achterbahntyps. El Toro in Plon darf man aber natürlich auch nicht vergessen. Das Ganze ist jetzt aber ein Hybrid-Coaster, die anderen gerade erwähnten Bahnen sind reine Holzachterbahnen. Hier ist es aber so, dass der Track aus Holz ist und die Stützenkonstruktion aus Stahl und in dem Fall aus weißem Stahl, deswegen auch White Lightning. Und dieser weiße Blitz donnert wirklich über die Strecke. Was für Wortspiele. Und das mit 71,3 km/h Spitzengeschwindigkeit. Die erreicht er durch die Abfahrt von 20,5 Metern Höhe, wobei die Bahn an sich 21,2 Meter hoch ist. Und ja, aus der Station raus geht es ja den Lift einfach mal straight gerade nach oben, links und rechts schön mit amerikanischen Flaggen. Und oben angekommen hat man eine geile Aussicht für einen kurzen Moment über Orlando. Man guckt halt direkt auf den American Way, wo halt die ganzen Hotels sind. Rechts daneben sieht man am Horizont Universal mit den Universal Studios und Universal Islands of Adventure. Straight gerade durch ist Volcano Bay zu sehen und ein bisschen weiter links Midway Dingsbums Park. Dazu gab es ja auch ein Video. Whatever. Und dann geht es aber auch schon los und der Zug droppt in die Strecke. Und das mit so einer Linkskurve. Und darauf folgen dann 619,4 Meter, beziehungsweise hat die Bahn eine Gesamtstreckenlänge von 619,4 Metern in einem klassischen Out-and-Back-Layout. Und quasi zwei Seiten des Parks werden umschlossen. Und es geht halt einmal in die Richtung International Drive mit Vollkaracho, dann kommt der Turn und es geht wieder zurück, alles mit ein paar Hügeln und leichten Kurven versehen, wieder ums Eck und wieder Richtung Station. Klingt jetzt erstmal nicht viel, ist auch relativ kurz und schnell gefahren, macht aber unfassbar Spaß und die Bahn gibt halt vom Point of No Return bis zum Ende Kette und bockt einfach richtig. Ist übrigens für die Nerds unter euch zu vergleichen mit Heidi the Ride im Plopsaland de Panne in Belgien. Die Bahnen sind sehr ähnlich, aber nicht ganz identisch. Natürlich ist der größte Unterschied, dass es hier ein Hybrid-Coaster ist und im Plopsaland de Panne ein reiner Woody. Wir haben hier übrigens auch zwei Züge mit jeweils 6 Wagen und das sind die GCI-typischen Millennium Flyer, nur halt etwas kürzer, dementsprechend auch bequem und fährt sich echt cool. Das Ding macht richtig Laune. Man kann ja entweder sich einen Single-Day-Pass holen im Fun Spot America oder man hat einen Season-Pass oder man bezahlt Einzelfahrten. Und wenn man jetzt nur einmal White Lightning fahren möchte, muss man dafür $10 bezahlen. Und ich sag mal so, es gibt Leute, die interessiert vielleicht der restliche Park nicht, aber die haben zum Beispiel Bock auf Universal, die halt direkt nebenan sind. Und da empfiehlt es sich halt schon meiner Meinung nach, wenn man jetzt zum Beispiel bei Universal war, danach noch in den Fun-Spot zu fahren, um White Lightning zu fahren und eben die $10 zu investieren. Beziehungsweise könnte man dann auch noch $20 investieren und den Freedom Flyer daneben fahren. Dazu gibt es dann demnächst auch noch ein separates Review. Wenn ihr nämlich mehr über den Fun-Spot wissen wollt, gibt es auch einen Parkcheck hier auf dem Kanal, wo wir komplett den Park vorstellen mit sämtlichen Attraktionen, die es da gibt und allem, was dazugehört. Und wenn ich die ganze Zeit Fun Spot Orlando sage, ja, es gibt einen weiteren Fun Spot, und der Fun Spot Kissimmee, der 15 Meilen entfernt steht, ist ebenfalls ein Fun Spot America. Dazu gibt es auch schon einen Parkcheck hier auf dem Kanal, solltet ihr auf jeden Fall beides mal angucken. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, ist, dass so richtig, ja, klischee-mäßig eigentlich schon die Bahn, also Holzachterbahnen haben ja immer diese Geländer drumherum, dass die auch noch beleuchtet sind, so mit Lichterketten, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend sieht man die Bahn halt auch schon von ziemlich weit weg schon und es sieht einfach cool aus. Und halt echt mit diesen Flaggen, mit dieser Beleuchtung, der wurde in dieser Location, das ist einfach so the American Coaster Dream ein bisschen.
Und die Bahn macht halt richtig Laune und es ist einfach geil. Also das ist so eine kleine, simple Bahn und mir geht bei sowas einfach das Herz auf. Und dann sieht man wieder, höher, schneller, weiter ist nicht alles. Irgendwie gehört ein bisschen das Gesamtpaket für mich mit dazu. Designt wurde übrigens die Bahn von Jeff Pike. Props an diesen Mann an dieser Stelle. Und ja, mehr kann man eigentlich zu White Lightning nicht sagen. Das ist eine Bahn, die einfach richtig cool ist, richtig viel Spaß macht. Mega unscheinbar aussieht eigentlich, aber irgendwie für mich wirklich geil ist. Eure Meinung zu so einer Holzachterbahn oder zu White Lightning selbst gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann checkt ihr einfach mal die Parkchecks dazu aus. Abonniert jetzt den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, lasst da auch einen Daumen oben da. Checkt die Support-Links in der Videobeschreibung. Checkt den Ride-View-Kanal, wo es das komplette On-Ride gibt. Und ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace.